Hey Kubanito, so schön, dass du heute hier bist und dass wir über was ganz Persönliches sprechen dürfen, nämlich deine Krankheitsgeschichte. Gell? Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja so mit unserer Krankheit, es gibt kaum Leute, die uns helfen können. Und ja, ich bin durch meine Mutter bin ich auf dich gestoßen und wir haben ja auch schon kurz geredet und ich fand das echt nach einer super Sache. Vor allem, ich hatte ja so viele verschiedene Arztbesuche und da wird man halt schon skeptisch. Aber ja, nee, es freut mich, hier zu sein. Ja, voll schön, dass du auch einfach mutig bist, weil wenn man schon so lange irgendwie am Struggeln ist, dann denkt man sich irgendwann so, okay, wenn mir irgendjemand noch was sagt, dann vielleicht so, du wirst damit sterben. Aber nicht, weißt du was, es gibt eine einfache Lösung, komm, wir schauen mal dein Essen an und darum geht es ja heute, was so ein bisschen verrückt ist, oder? Also als ich das erste Mal gehört habe, Priscilla, wenn du deine Ernährung umstellst, deine Verstoffwechslung sich ändert, dein Darm sich reinigt, dann wird es weggehen mit den Schmerzen. Dachte ich so, kann nicht sein, aber niemand bringt mir eine Lösung, ich probiere es aus. Und deswegen sitzen wir heute hier. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Mega gespannt. Also wie gesagt, ich habe ja selber, also ich wollte ja unbedingt Fußballer werden. Habe auch beim FC Aarau angefangen, sah dann ziemlich gut aus. Ist aber dann schon so in der U15 habe ich schon Probleme bekommen. Und dann habe ich es trotzdem noch geschafft, in die U16 zu wechseln. In der Nähe, in Bern, bei BSC Young Boys. Habe es dann noch geschafft bis zu U17, also habe 2 Jahre bei BSC Young Boys gespielt. Und dann, als es darum ging für die Auswahl, also die Weiterentwicklung für die U18, musste ich halt für mich sagen, es geht leider nicht. Es war dann mega schwer für mich. Deshalb auch ein sehr emotionales Ding. Ja. Weil ja, bei mir äußert sich halt der Schmerz so, dass ich zum einen hier vorne beim Schienbein habe, mega starke Stechen habe. Man kann es fast vergleichen, so ein bisschen übertrieben gesagt, als würde jemand dir ein Messer reinrammen. Ja. Und der hat in den Oberschenkel. Plus kommt bei mir auch noch dazu, dass ich habe jetzt nicht Schlafstörungen, aber ich habe mega starke Bauchschmerzen, wie du es schon angesprochen hast, wegen Darm. Ich selber muss dir ehrlich sagen, ich weiß, dass es eine Nervenkrankheit ist, aber so der Grund und die Auslösung habe ich bis heute keinen Plan, weshalb das gekommen ist. Und ich hatte dann halt auch nach den Jahren, weil ich habe so viele Dinge versucht, ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, ich habe Akupunktur versucht, ich habe sogar Dry Needling gemacht, wo sie dir die Nadel richtig tief reinstecken und dann noch in Schmerz reingehen, so ob das lockert, hat auch nichts geholfen. Dann wird einfach immer nur gesagt, dass es ist eine Kopfsache. So, aber das ist auch super frustrierend, weil man dann irgendwie lernt, ich bilde mir das nur ein und eigentlich ist da gar nichts. Das finde ich so krass an dieser Erkrankung, weil man sich dann anerzieht, sich selbst nicht mehr zu vertrauen. Ja. Und was wir Menschen eigentlich brauchen, ist ein Vertrauen in uns. Und gerade auch du als Sportler, man braucht so ein Selbstbewusstsein und der Körper ist dein Partner und du hast ein Ziel und du willst es gemeinsam erreichen. Und wenn dir dann immer suggeriert wird, wenn dir dann immer suggeriert wird, dass du dir das einbildest oder es nur hier oben ist, das ist so eine frustrierende Sache, was einem noch zusätzlich lähmt. Wurde dir dann auch in die Richtung irgendwas angeboten, Antidepressiva oder so? Weil das war bei mir dann der Fall. Ja, also bei mir selber war es so, ich weiß ja erst seit 4 Jahren, dass ich Fibromyalgie habe, ne? Weil meine Mutter hat das, meine Großmutter hat das auch. Also man kann sagen, ich weiß es nicht, ob das vererbbar ist oder ob man anfälliger dann ist. Ja, deshalb ist echt eine sehr harte Sache. Also ja. Ja. Gut, dann schauen wir es uns an. Auf jeden Fall. Weil ich habe dir einen Fragebogen geschickt gehabt, gell? Wo du wirklich alles ausgefüllt hast. Was hast du für Symptome? Wann wurdest du in deiner Kindheit krank und so weiter?
Und ich beziehe meine Informationen von Medical Medium, aber auch von verschiedenen Virologen, die das anfangen zu untersuchen. Und wie gesagt, Fibromyalgie ist erst ein Name für sehr viele Symptome, die sich decken. Ja. Das ist keine erforschte Krankheit. Man gibt dem Namen, ähnlich wie beim Reizdarmsyndrom. Da schließt man entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa aus und hat aber trotzdem die Symptome und dann heißt es, man ist Reizdarmpatient. Das heißt aber nicht, dass das eine Krankheit ist, wo man die Ursache kennt, sondern man weiß nur die Symptome. Und das ist bei der Fibromyalgie auch. Oder sagen die dann Antidepressiva oder so? Genau, weil es keine Lösung gibt, weil es keine Ursache gibt. Und als ich erkrankt war, habe ich mir gesagt, ich muss die Ursache finden, damit ich überhaupt das Werkzeug in die Hand bekomme, zum etwas zu machen. Weil was will ich dann machen, wenn ich nicht weiß, was mein Körper macht? Und was mir nicht klar war, ist, dass mein Körper sich nicht gegen mich wendet. Und als ich die Medical Medium Bücher gelesen habe, wurde mir klar, mein Körper wendet sich nicht gegen mich, sondern es ist mein bester Freund und der arbeitet mit mir, aber greift gerade Zellen an, die dann schmerzen, um mich vor etwas zu beschützen. Und das schauen wir an. Also zu deinen Symptomen. Ja. Du hattest ja das pfeiferische Drüsenfieber. Ja, das ist korrekt, ja. Mit 14 oder genau, so. Genau, ja, so da um den Dreh, ja. Genau. Und das ist also die Streptokokkeninfektion, das wurde nachgewiesen, Mandelentzündung. Und ab da littst du an Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörung, Gehirnnebel, Änderung der Haarstruktur, brüchige Nägel. Ich habe auch deshalb eine Haartransplantation gemacht. Ja, genau, und das in so jungen Jahren. Und das sagt so viel. Ja. Das sagt, der Körper, der stößt gerade die Haare ab. Warum stößt er die ab? Weil er hochintelligent ist und entdeckt hat, dass, und darauf kommen wir später, ein Virus in deinem Körper ist, der für Unruhe sorgt. Und eigentlich will der Körper den eliminieren, aber er greift dann sich selber an. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Depression, Unruhe, Restless Leg, auch super mühsam, wenn man das hat, vor allem in der Nacht. Das ist am schlimmsten bei mir. Ja, das ist super mühsam. Schlafstörungen, Taubheitsgefühl, Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Kribbeln, Zuckungen und Spasmen, zittrige Hände, Schwindel, Benommenheit, Gleichgewichtsstörung, Energieschwankungen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Ohrgeräusche, dann Verdauungsschwierigkeiten, Wadenkrämpfe, Wetterfühligkeit und Fibromyalgie. Also das ist das Paket an Symptomen, wo dir bisher jetzt nicht weitergeholfen wurde. Genau, ja, und wo ich eigentlich fast täglich damit zu kämpfen habe. Ja. Genau. Und das an sich ist ein Riesenkampf. Und wenn man sich vorstellt, dass du als Sportler tätig warst und immer noch bist, dann leistest du so viel mehr als jeder andere. Das an sich, und das hast du über wie viele Jahre? Bald 10 Jahre hast du das jetzt schon durchgehalten. Ja. Also irgendwann ist auch der Punkt erreicht. Ja. Und ich möchte hier auch noch sagen, ich bin keine Ärztin. Das heißt, ich darf keine Therapie machen, ich darf keine Diagnosen stellen. Die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, die hast du mir erzählt. Ja. Und was ich machen darf, ist dich in der Ernährung coachen und zu zeigen, wie wir dein Immunsystem aufbauen und aber auch welche Nahrungsmittel antivirell arbeiten. Nichtsdestotrotz möchte ich etwas vorlesen von einem Virologen, der das sehr gut zusammengefasst hat, was dir widerfahren ist mit diesem pfeiferischen Drüsenfieber, dass wir das wirklich einfach so wissen. Und zwar ist die Zusammenfassung von Martin Auerswald, das findet man auch im autoimmunportal.de und inspiriert von Medical Medium. Also etwas zu dem Epstein-Barr-Virus, wie überhaupt dieses pfeiferische Drüsenfieber entstanden ist. Das ist nämlich mega wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar das Epstein-Barr-Virus. Und in den 50 Jahren der Forschung, wo dieses Virus erforscht wurde, hat man gemerkt, dass 98% der Menschheit jetzt bereits damit infiziert sind. Also es ist ein sehr aggressives Virus und es ist eine Schätzung schon 60 Unterarten davon. Also die mutieren ja auch immer. Es ist nicht gerade wenig, genau.
Und in den USA heißt es Kissing Disease. Das wird so genannt, also unter den, genau, weil es übers Kissen angesteckt wird, aber auch über die Geburt. Ja. Von der Mutter kann das kommen, deswegen, das hast du vorhin erzählt. Ich habe einige Frauen gekisst, ja. Blöd, hä? Aber es kann auch bei der Geburt, weil deine Mutter den Virus in sich trägt oder die Großmutter, kann das auch sein. Also was rausgefunden wurde, ist, dass es zu den Herpesviren gehört und das heißt HHV4. Aber obwohl die schon 50 Jahre daran forschen an diesem Virus, es gibt keine Impfung dagegen. Sie wissen nicht genau, woher es kommt. Bei vielen Viren weiß man ja, es kommt von den Fledermäusen oder den Schweinen. Man weiß tatsächlich wenig darüber. Was man weiß, dass es 4 Krankheitsphasen gibt. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt diese 4 Krankheitsphasen vortrage, dass du dich und deine Geschichte wirklich darin sehen wirst und auch mehr darüber verstehen wirst, was dein Körper überhaupt macht und was er für dich tut. Weil eigentlich ist dein Körper dein bester Freund und gibt gerade Vollgas, dass er diesen Virus überwinden kann. Genau, und zwar beginnt es natürlich mit der Infektion, meist im Kindesalter. Und körperliche Belastungen und Stress sowie ein Mangel an Zink und Vitamin B können den Prozess mega verschnellern. Also es gibt auch solche, die stecken sich an und der Ausbruch findet dann erst Jahre später statt. Aber wenn man eben die Sachen hat, einen Mangel an Zink, Vitamin B und viel Stress, dann kann das schnell passieren. Ja, dann kommt man schon. Sehr viel Stress. Genau. Okay. Ja. In deiner Kindheit, um diese Zeit herum? Ja, schon so schulisch, ne? Ja. Bisschen Probleme in der Schule und ja, halt auch vom Fußball her, da war halt schon auch ein Leistungsdruck, ne? Ja, so. Genau. Also könnte schon gut möglich sein, dass es auch von der Zeit ist, ja. Ja, und dann kommt man schon in Phase 2 und das ist das bekannte pfeiferische Drüsenfieber. Ja. Und das tritt bei 30-60% aller Neuinfektionen auf. Und Kinder leisten eben, wie gesagt, oft an körperlichen oder emotionalen Stress, warum es die Krankheit überhaupt begünstigt dann in dieser Phase. Und das Krasse ist, was ich auch lernen musste, ist, dass Epstein-Barr-Virus das Immunsystem so schlau umgeht, dass es zu einer Co-Infektion, also dass es die Co-Infektion begünstigt, und zwar mit dem Streptokokken, da wo du dann auch einen Abstrich hattest und dir gesagt wurde, ja, du hast Streptokokken. Und dann wird natürlich Mund, Hals und Rachen befallen. Also ich nehme die Informationen alle aus dem immunportal.de. Ja, sorry, ganz kurz, ich war auch voll oft, also ich war richtig oft krank. Ja. So in dem Zeitraum, also Oberstufe. So, das kommt eigentlich dann hin. Ja. Ich habe echt viel gefehlt in der Schule, auch weil ich immer so Halsschmerzen hatte. Genau. Und halt auch Fieber. Ja, also kommt schon hin. Kommt hin, gell. Und da sind wir jetzt in Phase 2 und wie gesagt, es gibt 4 Phasen. Gut, dann in dieser zweiten Phase sagt man darüber, diese Krankheit, das ist auch als Drüsenfieber bekannt und das befällt dann die Lymphknoten und das lymphatische Organ Leber und Milz. Und je nach Robustheit des Körpers oder der Unterart des EBVs, wie gesagt, es wird geschätzt, dass es 60 Unterarten gibt, deswegen sind diese Krankheitsverläufe auch ein bisschen unterschiedlich. Kann es auch sein, dass ich dadurch halt diese Bauchschmerzen noch immer habe? Genau, da kommen wir hin. Okay. Weil das ist in deinem System, wenn es das ist. Aber wie gesagt, du hast ja auch einen Abstrich, wo gesagt wurde, ja, Strep ist vorhanden. Also kannst du davon ausgehen, dass es ein Kofaktor ist vom Epstein-Barr-Virus. Also, in dem Stadium werden dann durch das Drüsenfieber kriegst du dann das Chronic Fatigue Syndrom, das heißt, du wirst so richtig müde und es ist, als würde Energie rausgesaugt werden und Fibromyalgie. Und diese Erkrankungen treten aber als Erwachsene dann häufiger auf als bei Kindern. Also ich finde es mega krass, dass sie da eigentlich schon so weit sind und das sagen, von wo kommt eigentlich Fibromyalgie. Aber man das in den Arztpraxen so eigentlich nicht hört. Also ich hatte das damals, als ich die ganzen Untersuchungen gemacht hatte, nie gehört. Mir wurde nie gesagt, hey komm, wir schauen
wie aktiv ist das Epstein-Barr-Virus in dir oder der Streptokokken. Ja. Und es kann natürlich auch sein, wenn sie dich untersuchen, dass gar keine Aktivität mehr zu sehen ist im Blut, aber es nicht heißt, dass die nicht in deinem Körper sind. Auch super spannend. Dann kommen wir zur dritten Phase. Und das finde ich so spannend, dass in der Phase verhält sich das Virus einfach symptomlos. Es ist einfach wie ein Geist und zieht sich zurück und wartet auf einen neuen Ausbruch. Und hier wurde erforscht, dass sie sich in die lymphatischen Organe und in die B-Gedächtniszelle zurückziehen. Und ich wusste das nicht, aber die Gedächtniszellen, die können das irgendwie über Jahre und Jahrzehnte abspeichern. Das heißt, es kann auch sein, dass man als Kind dieses pfeiferische Drüsenfieber hat und erst mit 45 bricht es dann in die vierte, in die schrecklichere Phase aus. Das finde ich so krass. Und bei dir war es aber schon früher. Ich meine, wie alt bist du jetzt? Du bist richtig jung. Jetzt bin ich 24. Du bist jetzt 24 und bei dir war das nahtlos. Und du hattest natürlich auch einen Megadruck, einen Leistungsstress. Du hast dir keine Erholungsphasen gegönnt. Nee, du konntest nicht. Du hattest ein Riesenziel. Ja. Das war Fußballprofi werden. So. Und dieses Ziel ist gesteckt. Das heißt, es gab keine Ruhepausen. Dein Körper, dein Immunsystem konnten nicht irgendwas gegen diesen Virus machen. Es war einfach, du warst in diesem Rad. Ja. Und jetzt sind wir in Phase 4, laut diesem Bericht. Und das bedeutet die lytische Phase der Virusinfektion. Und das bedeutet, dass der Virus wieder aktiv wird und andere Zellen infiziert. Und hier finde ich so mega spannend, dass in dieser Phase sind es dann diese mysteriösen Krankheiten. Warum mysteriöse Krankheiten? Weil sie eben nicht erforscht sind. Das sind dann Sachen wie eben die Autoimmunerkrankung, Fibromyalgie oder Schilddrüsenerkrankung, wo keiner weiß, was war dann wirklich die Ursache. Ja. Weil der Virus so lange geruht hat oder man eben irgendwie nicht danach forscht. Ich weiß es nicht, warum. Und hier sagen die Forscher, dass darunter fallen Multiple Sklerose, Chronic Fatigue Syndrom, Hashimoto. Ja, Chronic Fatigue bei mir, diese Müdigkeit ist echt sehr, sehr, also wie gesagt, ich bin nicht hier, um rumzuheulen, aber nur halt damit die Menschen da draußen, die das gerade sehen. Also ich leide schon auch an sehr, sehr starker Müdigkeit, was die Fibromyalgie angeht. Also ich habe auch mega oft das Problem, dass ich einfach weiter schlafe am Morgen. Ne? Ich habe sehr Probleme mit Aufstehen am Morgen. Ja, natürlich. Und dein Körper, der ist am Kämpfen. Also wenn jetzt diese Viren dann eben die anderen Zellen belagern und der Körper möchte so intelligent sein, dein Immunsystem möchte natürlich diesen Virus ausschalten. Und er merkt, in diesen Zellen hat sich dieser Virus verhockt. Und dann will er den eliminieren und kann es nicht. Und das ist eine Theorie, greift dann vielleicht die Zellen an, weil er in der Hoffnung, er kann den Virus auch zerstören und dann verlierst du aber die Haare, wirst immer müder, deine Verdauung funktioniert nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem und ich hoffe, dass wir in Zukunft besser aufgeklärt werden. Deshalb sitzen wir ja jetzt da und bist du ja schon daran, unglaublich gute Arbeit zu machen. Also deshalb auch nochmal Respekt an dich, dass du da auch eine Kämpferin bist und nicht aufgegeben hast, weil ich habe ehrlich gesagt, nach den Versuchen, ich war dann auch noch in London bei so einem Specialist, aber danach habe ich halt für mich gesagt, so die Krankheit ist nicht heilbar. Aber jetzt eben vor einem Monat habe ich einfach nochmal gesagt und auch meine Zuschauer haben mich halt motiviert, nochmal danach zu suchen, weil, okay, es ist vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich habe schon gehört, man kann Leute klonen. So, okay, jetzt kommen so voll die krassen Theorien und so. Aber ich bin einfach, was ich damit sagen will, wir Menschen sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir einfach so weit sind in der Forschung. Mittlerweile habe ich einfach daran geglaubt, dass es so einen Mensch wie dich gibt, wo es schon weiter ist. Und aber ich bin, von mir aus wäre ich auch nicht weiter, gell? Aber ich hatte wie du ein großes Lebensziel. Aber ganz kurz zu deinen Schmerzen. Wie von der Skala 1 bis 10, wie viele Schmerzen hast du heute? Oder?
Ich habe keine Schmerzen Also mehr. du würdest sagen, du bist vollständig geheilt? Ich bin symptomlos, sage ich immer. Symptomlos. Genau, weil ich weiß, dass wenn wir mal befallen sind von einem Virus oder einem Bakter, die Stämme immer ganz klein bleiben. Die bleiben hier. Aber die haben sich zurückgezogen, weil sie keinen Nährboden mehr haben. Und darauf kommen wir bald darauf zurück. Deswegen haben wir am Anfang so geil gegessen. Weil wir die aushungern wollen. Wir wollen sie aushungern. Und solange ich das mache, solange ich diese Biester klein halte und sage, hey, in meinem Körper habt ihr nicht die Macht, ihr dürft nicht überhand nehmen. Ich bin immer noch der Chef. Und das heißt, ich kontrolliere ganz genau, was ich esse, was ich supplementiere und aber auch, wie ich mein Leben gestalte. Stress reduziert und du weißt, ich mache viel mit der Filmproduktionsfirma, mit der ganzen Arbeit, die ich aufziehe, den 2 Kindern. Aber trotzdem habe ich gelernt, wo brauche ich Pausen, damit das Immunsystem sich wirklich wieder hochpushen kann. Ja. Ich habe angefangen, naturbewusster zu sein, wirklich in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen. Das sind so Sachen, die musste ich lernen, dass ich sie umsetze. Weil sonst bin ich nicht ein guter Partner mit meinem Körper, egal wie groß meine Ziele sind. Ich würde sie nicht erreichen. Okay, und wie schaut das dann aktuell so aus? Also mit Sport kannst du, oder wie war das vorher bei dir? Wie waren vorher die Schmerzen? Wie haben die sich geäußert? Ja, da könntest du meinen Mann fragen hinter der Kamera. Okay. Also ich lag tagelang im Bett und ich habe geschrien vor Schmerzen. Ich konnte kaum atmen vor Schmerzen. Und ich war die letzte Zeit dann, also wir sind dann auch von München zurück in die Schweiz, in meine Heimat gezogen, da wo wir jetzt sind. Und weil ich nicht mehr konnte und die Hoffnung hatte, dass die Ärzte hier mehr wissen. Und das war wirklich auch, Gott sei Dank, ich war im Inselspital Bern, sehr renommiertes Krankenhaus, und der Chefarzt da hat mir gesagt, Sie sind noch nicht so weit mit der Forschung. Sie sind dran, aber Sie können mir keine klaren Antworten geben. Das heißt nicht, dass das, was ich habe, dass es nicht stimmt. Und das habe ich die Jahre vorher nicht so gehört. Und das war auch sehr ein Impuls für mich zu sagen, okay, dann muss ich suchen. Dann muss ich suchen, was gibt es denn? Krass. Weil, Respekt dafür, dass du da dich zusammengenommen hast und gesagt hast, ich will dagegen kämpfen, wirklich. ja. So stark. Ja, und weißt du noch, was ich gelernt habe, dass ich nicht gegen die Krankheit kämpfe, sondern gegen einen Auslöser und dass ich mehr wieder Partnerin von meinem Körper werde. Ja. Den Ursprung, nee, makes sense. Weil als Beispiel, ich war in einer Schauspiel- und Tanzausbildung und nice. Ich wollte die Bühne rocken und da fingen die Entzündungen an. Also ich weiß, was es bedeutet, wenn man einen Traum verliert. Und ab da dachte ich immer, mein Körper ist eben, wie gesagt, gegen mich. Aber das stimmt nicht. Der hat auch dein Körper, der gibt so Gas. Schon seit diesem Ausbruch des pfeiferischen Drüsenfiebers, also die Phase 2, gibt der Vollgas. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie können wir ihn unterstützen? Weil er das schaffen wird, dich in ein Gleichgewicht zu bringen. Ja, ich habe gehört, so Chicken Wings gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne? Ja. Ich habe gestern auf jeden Fall nochmal richtig dick Fleisch gegessen. So, komm Körper, ich gebe dir nochmal die Scheiße, die dir nichts bringt. Ja, also... Die Sache ist Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe immer mich mega lustig gemacht über, also was heißt, ich habe die jetzt nicht ausgelacht, aber ich habe das immer so ein bisschen bewitzigt oder belächelt. So dieses, belächelt, ja. Die Leute, die Veganer sind und Vegetarier, weil ich liebe halt Fleisch. So. Aber es macht halt schon Sinn mit diesem, mit dem Antibiotika, aber ich glaube, da kannst du... Genau, ich werde dir das Fleisch auch nicht komplett verbieten. Ja, Bio meintest du. Also das Fleisch ist halt sehr schwer verdaulich. So, ne? Ja. Das darf ich nicht mehr essen. Ja, und so es ist eine große Ausnahme. Ich würde mich nicht darauf versteifen. Wie ist es mit Fisch? Aber warte kurz, was ich noch sagen wollte. Fleisch ist super schwer verdaubar.
Und wir wollen aber deinen Darm reinigen, weil 80% von deinem Immunsystem sitzt in deinem Darm. Okay. Und das bakterielle Ungleichgewicht auch. In deinem Darm sind etwa 2 Kilo Bakterien. Und wir wollen, dass da gute Arbeit gemacht wird und nicht, dass die Bösen ausrasten und dir das Immunsystem zerstören. Okay. Deswegen Darmreinigung, Leberreinigung und Immunsystem aufbauen. Was hältst du so von, wie sagt man, Spülung? Ja, das Problem ist, wenn du hinten reingehst mit einer Spülung, dann schaffst du vielleicht 2-3 Meter von deinem Darm, aber der ist ja viel länger. Es ist viel natürlicher, wenn wir von oben nach unten, so wie es auch die Natur erfunden hat oder Gott, wenn wir da Hand in Hand mitgehen. Wir müssen da, also schau, es ist so, in der Welt, die Natur, du bist ein gläubiger Mensch, oder? Ja, ich glaube an Jesus, ja. Also, wenn er den Körper und die Natur geschaffen hat, dann hat er einen perfekten Plan, oder? Ja. Also halten wir an den perfekten Plan. Hat er McDonald's erschaffen? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Haben wir Menschen gemacht. Also, back to the roots, zurück zum Ursprung. Es ist wirklich das Back to the roots, das, was die Natur uns gibt. Ja, also wie gesagt, ich habe ja so viele Dinge ausprobiert und ich bin mega, mega skeptisch. Also falls jetzt auch Leute zuschauen, die selber von Fibromyalgie betroffen sind, ich weiß auf jeden Fall, was ihr gerade durchmacht. Ja, wir beide. Aber ja, ich bin jetzt sozusagen, man kann sagen, Versuchskaninchen. Ich werde das jetzt ausprobieren mit der Ernährungsumstellung. Genau. Leute, falls es irgendwer von euch da draußen gibt, der auch Fleisch über alles sieht, ich liebe auch Fleisch über alles. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mit der Priscilla hocke, aber life can be nice. Ja, und Fleisch ist nicht dein größter Feind. Ich sag dir, wer dein größter Feind ist. Milchprodukte, Eier, ja, Rapsel, gut, ich habe schon Laktoseintolerant bin ich schon, das wurde bei mir diagnostiziert. Genau. Ja. Dürfte ich vielleicht was essen holen? Ich habe ein bisschen Hunger, ich habe nicht so viel gefrühstückt. Hol dir einen Teller, bitte. Hol dir jetzt einen geilen Teller und es wird schön gefilmt. Okay. So, was haben wir hier? Feine Tomaten, Aprikosen. Ja, meine Freunde werden ziemlich lachen. Deine Freunde lachen nicht mehr, wenn sie 50 sind und Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Da hast du auch wieder recht. Oh, sieht das geil aus. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein bisschen zu weit ist, aber ich frage jetzt einfach mal nach, wie schaut denn so bei dir ein Tages-Essplan aus oder so ein Essplan bei dir? Also wie isst du? Wie ernährst du dich? Mega lecker. Okay. Das heißt? Also am Morgen einen halben Liter Zitronenwasser. Einfach mal zum Durchspülen, zum Reinigen. Dann eine halbe Stunde später einen halben Liter Selleriesaft. Selleriesaft? Genau. Weil du brauchst Bitterstoffe und du brauchst die Kraft des Selleriesaftes, weil der dich so geil durchspülen wird. Du wirst süchtig danach werden, ich verspreche es dir jetzt schon. Okay, Selleriesaft. Du presst den. Wie bist du darauf gekommen? Medical Medium. Okay. Genau, der hat die ganzen Bücher geschrieben. Wer ist das eigentlich? Das ist ein gläubiger Mensch. Und der seit dem 4. Lebensjahr hört er eine Stimme im Kopf, die ihm sagt, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und sagt, woher die Krankheiten kommen. Das ist eine Begabung, die er mitbekommen hat. Und seit er die Sachen veröffentlicht oder er mit Menschen... Ich habe nicht gefrühstückt, sorry. Und er die Menschen... Es ist super. Das ist auch eine wichtige Sache. Regelmäßig essen. Ja. Das ist mega wichtig für deine Nebennieren, weil... Was ich gar nicht mache. Musst du ändern. Ja. Doch richtig spät esse ich auch. Und schau mal, wie einfach es ist. Ja. Gut, es dauert beim Vorbereiten. Nein, das dauert. Kochen dauert. Das ist ja nicht mal gekocht. Ich sage, es ist umständlicher.
Ne? Jetzt zum Beispiel auch wenn ich unterwegs wäre oder so eine Tanke wäre, dann wird es schon schwer. Aber okay, Tanke ist auch nicht der Ort, wo man sich ernähren soll. Nein, aber nein, ich rede nur davon, weil ich so viel, vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe unter anderem so ein Format, wo ich halt durch die ganzen Länder fahre und alle Stadions besuche. Ne? Und ich bin halt sehr oft auf der Autobahn unterwegs, so meine ich, weißt du? Aber dann müsste ich halt einfach vorkochen. Oder? Das ist deine Zukunft. Ja. Schau, Gesundheit beginnt an dem Tag, wo du Sorge für dich selber trägst. Ja. In einem Wort, Selbstfürsorge. Und dazu gehört Vorkochen. Zu schauen, was brauche ich? Und das ist schon ein Liebesakt an sich, oder? So was Schönes, vorbereitet, du hast dir Zeit genommen, du hast dir Gedanken gemacht und sagst, nur das Beste kommt in meinen Körper. Und dann gehe ich nochmal zurück, du bist ein gläubiger Mensch. Da steht, dein Körper ist ein Tempel. Ja. Also wie behandelst du denn bitte schön deinen Tempel? Ja. Mit Tanke-Fraß? Oder mit dem, was hier geschaffen wurde? Ja, makes sense, macht schon Sinn. Deep shit. Und bestimmt nicht mit Sachen, die in der Massentierhaltung, das gehört nämlich auch zur Natur, und das sollte einem als Christ auch das Herz bluten, wie die Tiere behandelt werden. Und eigentlich weißt du, dass das, was die Tiere erlebt haben, wenn du sie isst, nimmst du es auch auf. Du nimmst alles auf. Was Emotionale meinst du? Ja. Ja. Du kannst es Das nie meint spalten. Auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe dich eigentlich gefragt, aber schöne Grüße an Punch Arroganz, wenn du das vielleicht siehst. Das ist der Rapper aus Deutschland. Schöne Grüße, der meinte das auch zu sagen. Dass man das emotional dann aufnimmt vom Tier. Genau. Und, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Das ist einfach, ja, wir Menschen sind halt schon ziemlich verblendet durch die ganzen Werbung. Ne? Da wird zum Beispiel auch ein Kaugummi mega, ja, gibt weiße Zähne, wird dann präsentiert von einem Model mit weißen Zähnen. Ja, also für etwas, was Werbung gemacht werden muss, kannst du davon ausgehen, dass es einfach scheiße ist. Wow, Okay? Ich muss aber auch ab und zu Wird dafür Werbung gemacht? Nein, Ja. du musst keine Werbung machen. Du lebst deinen Lifestyle und der spricht für dich. Geil. Okay? Genau wieder. Du brauchst nicht jemanden, der sagt, Cubanito ist so und so und so, feiert den mal. Du wirst gefeiert, weil du bist. Okay? Unter anderem, ja. Oder Bestimmt. Ja. Bisschen verrückt. Und das gehört auch ein bisschen zu dem, was ich dir heute noch näher bringen möchte. Es ist nämlich nicht nur das Essen und das Schlafen und zurück zur Natur zu kommen, Jetzt kommt's. sondern es ist das Bungee Jumpen. Innen. Nein, es ist dein Innen. Wenn du immer im Außen lebst, dann hast du die Connection zu dir selbst verloren, zu deinem Körper. Und zu der darfst du wieder zurückkommen. Und das geht nur in der Entschleunigung. Und ich weiß, dass du mega viele Aufträge hast, dass du super viel unterwegs bist und mit deinem Sport. Aber du kommst nicht drum herum, einen Sabbatstag zu machen. Ja. Ein Tag, wo du nur für dich da bist und Platz hast, anzukommen und zu atmen. Das ist so, ja. Ich weiß, Das dein nicht Ziel gesagt. ist groß. Ja. Aber ist dein Ziel so viel wert, dass man daran dann erkrankt? Ich glaube, dass du beides kannst. Ja. Das Ziel verfolgen und die Naja, hast du schon Selbstfürsorge recht. zu lernen. Bei mir war es halt mega so, also klar, ich habe mega Gas gegeben bei Fußball und dann habe ich halt, ja, bei mir ist halt immer so, ich bin mega diszipliniert in dem, was ich mache. Ich denke halt daran, wenn man was erreichen will, muss man halt wirklich mehr machen und mehr Stunden investieren als andere. Also das ist ja auch kein Mythos. Ich meine, warum haben einige Leute mehr Geld oder mehr Erfolg, dass sie halt einfach auch mehr Zeit investieren in das. Und ja, ich habe schon, das stimmt schon, was du sagst. Man Aber sollte du sich schon willst mal ein es bisschen ja auch Pausen schlau machen. Du kannst ja auch mehr als andere machen. Aber du willst ja auch, wenn du es dann mal geschafft hast, es als gesunder Mensch genießen können. gönnen. Ja. Oder Ja, willst absolut. du dann so ausgebrannt sein? Absolut recht. Ja. An alle Jungunternehmer, falls ihr zuguckt, nehmt auch Pausen. Hustelt, aber auch mal Pausen. Mein Bruder auch, Gabi, du auch mal Pausen machen, ne? Genau. Ja, ich habe dir hier einen schönen Plan gemacht.
Okay. Mit allen Lebensmitteln, die dir helfen werden, auch Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe dir auch Sehr, sehr gespannt. Fragen hineingeschrieben. Also alles war jetzt schon mega enorm interessant. Ja, Danke ja. dir. Also es geht auch nichts darüber hinaus, dass man mal kurz innehalten muss und solche Sachen lesen muss, weil Darf ich wenn den am du, Boden stellen, oder? ja, wenn du verstehst, was in deinem Körper abgeht, in dem Moment kannst du handeln. Wenn du es nicht weißt, bist du Opfer deiner Umstände. Und du hast gesagt, du möchtest kein Opfer sein. Nee, ich möchte kein Opfer mehr sein und aufstehen und Gas geben. Genau. Leute und das motivieren. bedeutet halt enorme Disziplin, gerade in der Anfangsphase, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Du hast es dir angewohnt, spät ins Bett zu gehen, dann am Morgen schaffst du es nicht auf, dann pushst du dich mit Kaffee hoch und so weiter. Das sind alles Programme, die du abgespeichert hast. Oder Energy Drinks auf langen Fahrten. Genau. Und jetzt gilt es, diese Programme zu überschreiben mit lebensbejahenden Lebensmitteln. Und das braucht enorm Zeit und Energie. Und da bitte ich dich auch darum, dass Geduld du mitzubringen. barmherzig auch dir gegenüber bist. Ja. Dass du nicht, wenn es gerade nicht klappt, die ersten Wochen, dass du dich verurteilst, weil das Verurteilen wird dich überhaupt nicht weiterbringen. Ja. Es ist wichtig, dass du eben dieses Bild, was ich gesagt habe, wirklich in Partnerschaft mit deinem Körper, spielt aber auch der Geist mit, zu sagen, hey, wir sind da gemeinsam unterwegs und wenn der sagt, ich kann heute nicht, ich habe keinen Bock, ich will jetzt das scheiß Hühnchen. Nein, ich will das durchziehen. Es wird nicht einfach werden. Ja. Aber du meintest ja auch, also ich weiß nicht, erzähl sonst einfach mal weiter, aber wie du das gedacht hast, du hast gesagt, so ab und zu. Bei mir, ich habe das voll oft erwähnt, gerade in unserem Gespräch, in unserem Interview, aber das Fleisch ist mir schon auch immer noch ein bisschen wichtig. Also genau, also beim Fleisch, ich habe dir auch eine Liste gemacht, weiter hinten, wo aufgezählt ist, wie lange deine Leber braucht, die Sachen abzubauen, die du isst. Das ist immer... Hättest du jetzt schon daran gedacht, von der Ernährungsumstellung her, von 0 auf 100 so mäßig, also komplettes Fleisch weglassen oder fangen wir langsam an? Von mir aus, ich bin wirklich bereit, ich möchte wirklich, dass ich mich so schnell wie möglich halt, oder wie du es beschrieben hast, symptomfrei werde. Also du kannst mit mir wirklich Vollgas machen. Also Genau. Ich bin mega motiviert. Das Problem ist ein bisschen, dass wir Menschen keine Maschinen sind. Das heißt, wir können jetzt nicht das Programm einprogrammieren und sagen, ab morgen ist der Cubanito nur noch so. Weil es kann sein, dass du in 5 Tagen aufwachst und sagst, ich habe so einen Hals, ich bin so sauer und so genervt. Also wird mein Hals schwellen, oder? Genau, der wird dann so fett und platzt fast. Okay. Nice. Dass du dann sagst, ich schaffe es nicht und dann kannst du hier zu einer Liste gehen mit Ausnahmen, die ich aufgeschrieben habe. Und Ausnahmen wären zum Beispiel so ein teures Bio-Rindsteak. Aha. Schau. Oder mal ein Lachs, ein Wildlachs, Makrelen, Heilbutt. Was heißt mal für dich? Wenn du so schwach bist, dass du es nicht schaffst. Okay. Und sonst hältst du die andere Diät Also durch. so einmal im Monat? Ja, wenn das für dich der Cheat Day ist. Okay. Oder was würdest du empfehlen? So? Also Na, ich darf keine Empfehlungen rausbringen, weil ich eben keine Ärztin bin. Und wenn ich dich sozusagen als meine Ärztin ansehe? Nein, das dürfen wir nicht. Ich kann dir einen Plan machen und dir aufschreiben, welche Lebensmittel... Ja, aber du kannst mir ja trotzdem deine Meinung sagen. Nee, das geht leider nicht. Darf ich nicht. Okay. Ja. Außer du kannst natürlich einen Arzt finden, der nach dieser Theorie einfach praktiziert und sagt, ja, die Forschung dazu ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber so wie es ausschaut, Und zu was würdest du heilen denn viele tendieren? Oder Menschen wie hast du dich denn ernährt? komplett strikt. So kann man die Frage dann umgehen. Ich bin super diszipliniert. Okay, also du isst wieder Lachs, Wildlachs? Nö, ich esse gar nichts davon. Ich kann dir sagen, wie ich mich ernähre. Ich habe dir vorhin aufgezählt, dann waren wir beim Selleriesaft, dann mache ich einen Smoothie und in diesem Smoothie ist eine Kombination von Nahrungsmitteln, die dich mega pushen. Das sind die wilden Heidelbeeren, da ist Koriander drin, da ist Banane drin, eine Orange, dann atlantische Dulse, Spirulina und atlantische Dulse, Spirulina und Gerstengrassaftpulver. Und diese Kombination reinigt dich. Okay. Und das, so dermaßen und gibt dir Stärke. Oder? Nein, das ist auch vom Medical Medium. Okay. Genau.
Und dann ab Mittag mache ich mir irgendwelche geilen Ofenkartoffeln. Doch, Kartoffeln? Ja. Weil ich habe irgendwie für mich rausgefunden, dass Kartoffeln, also habe ich halt weggelassen, die haben mich mega müde gemacht immer. Genau, aber weil du sie in Kombination mit was anderem gegessen hast. Ja, öfters als mit Fleisch oder mit so einer Bratwurst. Genau. Oder so. Das heißt, die Kombination hat dich müde gemacht. Und was ich aber auch noch sagen muss, wenn wir natürlich jetzt diese Reinigung starten, das wird nicht einfach so, happy clappy, mein Körper macht's mit. Bewusst. Weil eine Reinigung, das geht durch dein ganzes System. Also die Bakterien, die lösen sich ja nicht in Luft aus, die gären dann auch noch schön vor sich hin. Okay. Und was wäre dann zum Beispiel so ein Cubanito Trainingsmeal? Also wie kriege ich Kohlenhydrate oder wie durch die Kartoffeln vorher essen? Oder? Genau, ich hatte halt immer das Problem bei mir, mein Bauch hat sich gebläht. Ja, aber der hat sich nicht gebläht. Ich habe ja auch so eine Steilzeit-Diät versucht. Da habe ich, das Einzige, was ich essen konnte, war so weizenmäßig Buchweizen, was ja nur im Namen Weizen ist, aber ansonsten halt ist ja eine Blume. Und ja, mega hoch an Protein ist. Und halt sonst sehr viel Gemüse und halt ja, trotzdem noch Fleisch habe ich gegessen und Fisch. Ja, das war halt dann doch nicht das ganz Richtige. Also ich habe dir hier ein Rezeptheft gemacht mit vielen Rezepten, wo du auch gut zu Protein kommst. Okay. Schau mal, Burger, aber auf pflanzlicher Basis. Ja. Falafel, Erbsenbratlinge. Ich glaube, ich jeden Tag Falafel. Genau, also das sind genug Sachen mit Proteine, die aber auf pflanzlicher Basis sind. Also wenn ich jetzt zum Dönerladen gehe, darf ich Falafel essen? Nein. Auch nicht? Nein. Warum? Ich erkläre es dir. Wenn du irgendwo auswärts irgendwas nimmst, dann hast du keine Ahnung, ob da jetzt Rapsöl drin ist. Das kommt auch noch dazu, ne? Ja. So Ölsachen. Darf ich gar kein Olivenöl mehr benutzen? Doch, du könntest Olivenöl benutzen, aber du musst dein Ölgehalt wirklich niedrig halten, damit die Leber mal chillen kann. Okay. Nein, wie gesagt, du musst mir einfach nur sagen, Priscilla, ich vertraue dir zu 100%, was ich machen soll. Wenn du sagst, ich soll das Öl komplett weglassen und dass mein Heilprozess schneller heilt, sorry, dass ich hier anfasse. Nee, das ist deins. Das ist mein Geschenk an dich. Wenn du mir das sagst, dann werde ich das durchziehen. Also. Ja, wir wollen, dass deine Leber und dein Darm chillen können. Also kein Öl? Nimm Kokosöl. Ich habe hier die Rezepte alle drin mit Kokosöl, weil Kokosöl ist antiviral. Okay. Und das Ding ist, du kannst es so anschauen. Wenn du es selber machst, dann weißt du wirklich, was drin ist und hast Kontrolle. Und einfach nochmal zum Verständnis her, warum genau, also was machen denn diese Öle oder was haben diese Öle von zum Beispiel, sagen wir jetzt mal McDonald's oder vom öligen Fleisch, was hat das in meinem Körper gemacht oder was? Also da gibt es schon Forschung dazu, dass das entzündungsfördernd ist. Übrigens auch bei Gluten. Okay. Das ist kein Geheimnis mehr, dass gerade wenn man Autoimmunerkrankheiten hat, dass man das weglassen sollte. Auch die Milchprodukte, also da sind sie wirklich schon weit. Okay. Und weißt du vielleicht noch, was das für eine Quelle war? Also ich kann dir ein Buch nennen, was super ist. Ja. Und zwar heißt das Klartext Ernährung von Dr. Klaus Letzmann. Also wäre das einer der Quellen? Genau, Dr. Petra Bracht. Und das sind beides deutsche Ärzte und der Klaus Letzmann hat jetzt die letzten 30 Jahre vegan und vegetarische Forschung betrieben und hat aber auch andere Nahrungsmittel angeschaut. Und die Bücher lesen, nicht einfach immer ins Internet und Meinungen sich anhören lassen. Ich weiß, das hier ist jetzt auch eine Meinung, ein Erfahrungsbericht von mir, aber fangt unbedingt an, Bücher zu lesen. Ja, klar. Oder auch die Bücher von Medical Medium kann ich auch empfehlen. Ja, was gibt es ansonsten noch zu beachten bei der Diät? Oder? Am besten schauen wir uns an, was ich nicht esse, weil das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Also ich esse kein Gluten, kein Soja und kein Mais, kein Rapsöl, kein Eier, aber stopp, keine Milchprodukte. Was isst du denn? Also, hier, das ganze Rezeptheft, voller geiler Rezepte. Ich esse mega viel und gut. Okay, aber warte mal, also
Hülsenfrüchte, Ja, Essig. Also Pasta oder so? Also, Nein, natürlich nicht. okay. Das ist entzündungsfördernd. Okay. Reis? Habe ich am Anfang gegessen und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es mich müde macht und es Ja. dann auch weggelassen. Da hast du recht. Reis auch. Reis hat mich auch müde gemacht. Ich esse aber eigentlich nur vorm Spiel oder jetzt halt, wieder seit einem Monat hat das Projekt begonnen. Immer nur Nudeln. Also ich glaube, die Kartoffel könnte dein neuer bester Freund werden, wenn du die Kombinationen richtig machst und eben sie nicht mit Öl beschmiert wurden und so weiter. Also könnte ich zum Beispiel so Ofenkartoffeln machen mit Zucchini und ein paar Gemüse mäßig, oder? Ja, Okay, das unbedingt. dürfte ich. Unbedingt. Okay, unbedingt. Du darfst alles. Ich darf dir nicht sagen, was du darfst oder nicht darfst. Ich möchte dich ermutigen, Okay. gesund zu essen. Das ist alles eine Ermutigung hier. Okay, alles klar. Okay, gut. Schau, es sind so viele Ideen drin. Ich weiß, es braucht Zeit und das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist die Entschleunigung. Ich weiß, du hast große Ziele, Ja, sehr aber große so Ziele, ein neues Wissen sich anzueignen, es braucht Zeit und auch Geduld. Und dafür musst du irgendwo ankommen können. Das heißt, einen Tag in der Woche mal nicht filmen, sonst nur du sein, du. Schwer. Ja, Schwer, ich weiß, es ist eine schwierige Herausforderung, Viele aber unterschätzen es auch voll mit Kamera. ja, also ich nicht, das ist ja Ja, auch ich mein weiß, Beruf. ich weiß, ja. Aber man muss sich diese Pause machen, diese Pause gönnen, weil du hast große Ziele und du wirst die nicht schaffen, wenn du dich da so aufreibst. Ja, ja. Das geht nicht. Ja, hast du recht. Absolut recht. Und wie würde so ein Traumpausetag bei dir ausschauen? Wo würdest du hingehen? Und Thunersee. Ja. Mäßig. Ja, ich weiß nicht. Ja. Seele baumeln lassen, Das sowas lesen. Ist schon am liebsten eigentlich bei mir in der Heimat in Kuba. Ja, das kannst du nicht einmal in der Woche. Ich chatte mal nach Kuba. Nein, aber weiß nicht. Ich sonne mich gerne am See. Ja, Entspannt. Bin dann gerne am mach Wasser. das. Nur das. Und dann, wenn die innere Nervosität kommt, liest du das. Ja, nee, auch Medna, das Buch. Ich bin eigentlich nicht so der Lesertyp. Aber das wird mir ja helfen. Ja, Diese unbedingt. Medical Medium da. Oder auch Klartext, Ernährung. Ja. Es gibt so viel da draußen. Ich weiß nicht, warum es uns in den Praxen nicht erklärt wird. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Wollen wir anfangen? Ja, ich habe dann Termin, ne? Nein, ich bin ready immer noch nach wie vor. Also wie gesagt, es war ein mega emotionales Gespräch für mich. Und ja, es ist auf jeden Fall nochmal eine Motivation nochmal zusätzlich für mich, weil, wie gesagt, ich bin jetzt zwar 24, aber ich möchte dann nochmal bei meinem Projekt auf YouTube und einfach mir selber beweisen. Ich habe gesagt, ich möchte gucken, wie weit kann ich es schaffen, mit meiner Krankheit Fußball zu spielen. Und mein Ziel ist es klar. Mir ist auch scheißegal, was die Leute denken von mir. Ich möchte Profi will ich nochmal werden. Und ich bin jetzt schon alt, ich bin 24. Aber ich mag das, ich mag Challenges. Ich bin geboren für das. Und Du bist auch geboren für Pausen und große Ziele. Ja, Ja, ja. ab und zu mal. Finde ein Jahr für Pausen, für geiles Essen und für deine Karriere. Ja. Aber ja, wie gesagt, das Ziel ist wirklich, mich heilen zu können und Leute wie du über mein Medium zu helfen. Weil auch nur, wenn es jetzt eine Person da draußen gibt, dem ich helfen konnte, weil bei mir war es ja so, ich wusste nicht, was ich hatte so lange. Das kann es nicht sein. Das ist so schrecklich, das kann Zustand. es nicht sein. Ich will nicht, ich wünsche diese Krankheit oder dieses Gefühl, nicht zu wissen, was man hat. Ich wünsche das keinem, nicht mal meinen größten Feind wünsche ich das wünschen. Nicht mal meinen größten Feind. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hey, voll gerne. Vielen Leute, Dank dir. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren nicht vergessen, ja, für mehr Videos von der Priscilla. Yes. Und ja,
dann überlasse ich dir noch das Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und Cubanito hat eigentlich schon alles gesagt. Wir sind alle unterwegs auf dieser Heilungsreise und es ist immer ein schlimmer Schicksalsschlag, der einen ereilt, gerade wenn man so große Lebensziele hat. Und eigentlich hat das jeder Mensch. Und deswegen wollen wir euch einfach ermutigen, dass ihr an dem Ziel dran bleibt, aber Hand in Hand mit eurem Körper und den nicht übergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Never give up.